Fendt Caravan, 50 Jahre Fendt. Hier ist Thomas. Grüß dich, Thomas. Hallo. Opal, ja. Ihr habt Saphire, ihr habt Edelsteine. Wer ist denn jemals auf die Namen gekommen? Ja, das ist immer so eine schwierige Geschichte, die Namensfindung bei uns. Wir hatten mal eine Systematik, die wurde dann ein bisschen aufgeweicht. Es gibt ja auch einen Bianco bei uns. Opal war eine Geschichte, da hat man lange Thematik mit Opel, weil ja das so ähnlich klingt. Echt? Aber wir haben dann die Zusicherung bekommen, dass wir den Opal nennen dürfen. Und das ist jetzt die Baureihe, die bei uns knapp unter dem Diamant angesiedelt ist, also im High-End-Bereich. Ja, ihr baut Wohnwagen seit 50 Jahren. Ja, die sind unglaublich beliebt, nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich. Also in Deutschland ist der wichtigste Absatzmarkt von uns, was die Stückzahlen angeht. Was dann den Umsatz angeht, haben wir in Frankreich mit Abstand den größten Markt und sind dort seit mehr als 10 Jahren Marktführer auf dem französischen Markt, wobei wir im französischen Markt eine spezielle Klientel betreuen mit unseren Fahrzeugen, nämlich die Gens de Voyage, das fahrende Volk. Das ist das Volk, die Kunden, die auf den Fendt setzen in Frankreich, und damit sind wir auf dem kompletten französischen Markt die Nummer 1. Ja, das sind Kunden, die besonders anspruchsvoll sind, muss man sagen. Das heißt, die leben dort in den Wohnwagen mit drin. Der französische Staat unterstützt das Ganze. Die können kostenlos Strom, Wasser und so weiter und so fort. Und die schwören auf Fendt. Das heißt, die leben da tagtäglich drin. Die Dinger sind nicht kaputt zu kriegen. Das stimmt, also die leben tagtäglich drin. Die fahren von einem Markt zum anderen Markt und werden da dann mit den Anschlüssen versorgt. Das heißt, ein Jahr lang sind die bestimmt 350 Tage unterwegs. Und das ist natürlich ein optimaler Praxistest für unsere Fahrzeuge. Weil was ein Jahr in Frankreich sich gut bewährt, das sollte für das normale Camper-Nutzungsverhalten des Caravans über viele Jahrzehnte eigentlich ausreichend sein. Ja, je weiter man in den Süden kommt, desto weniger findet man eine Toilette an Bord. Und das sind spezielle Ausstattungsmerkmale. Alle, die hier stehen, haben eine Toilette? Also auf dem europäischen Markt, ausgenommen in Frankreich, haben wir überall Toiletten drin. Da ist es ein Usus. Die Fahrzeuge ohne Toiletten, die könnte man hier nicht verkaufen. Die Franzosen haben hier einen anderen Weg, die haben nur Fahrzeuge ohne Toilette. Ja, es ist so. Ich wohne in Frankreich und habe auch einen Tabat ohne Toilette. Man kann es aber auch nachrüsten. Es ist so, wenn man ein solches Fahrzeug erwirbt, da gibt es ganz tolle Porta-Potties, die stellt man einfach in die Dusche rein, Ende. Genau, die Möglichkeit, die hat man natürlich. Toll. Ja, Opal 560 SRF. Patricia. Ja. Ich komme dich gleich mal besuchen da drin, dann schauen wir mal rein. Wir gucken mal gerade auf den Preis. 31.000 € sind gut angelegt, denn die Wiederverkaufswerte von Fendt sind phänomenal. Das heißt, selbst nach 6, 8 Jahren kriege ich noch 20, 22, 23.000 für. Also die Wiederverkaufswerte bei den Fendt Caravans sind mit die höchsten in der ganzen Branche, weil wir schon seit Jahrzehnten, also seit 50 Jahren, auf Qualität und gute Verarbeitung höchsten Wert legen. Und es zeichnet sich dann auch aus auf die Stabilität und die Festigkeit des Caravans. Ja, 1474 Kilogramm Eigengewicht, ja. Das ist ganz wichtig, dass man im Vorfeld genau weiß, was will ich denn mitnehmen, was darf mein Auto überhaupt ziehen. Das ist ganz oft, man muss öfter mal in den Fahrzeugschein reingucken, denn das Gesamtzuggewicht, großes Thema. Ja, das ist ein großes Thema und gerade für die, die sich neu mit dem Thema beschäftigen. Ich muss schauen, was kann ich mit meinem Zugfahrzeug ziehen, welche Möglichkeit habe ich mit meinem Führerschein, dass ich fahren darf, und dementsprechend muss ich mir dann auch die Hauptgedanken machen, kann ich den Wohnwagen mit der Serienachse bestellen oder möchte ich den Wohnwagen von vornherein auflasten lassen, dass ich mehr Zuladung generiere. In dem Zusammenhang natürlich, dass es auch das Zugfahrzeug fahren kann. Ja, es gibt eine Besonderheit, das Hammerschlagblech ist bei euch Standard, es ist unglaublich widerstandsfähig. Also ich selbst habe Hammerschlagblech drauf, habe ja eine französische Variante, die drauf ist. Man kriegt alle Fahrzeuge nur in Hammerschlagblech. Das ist so ein bisschen wie der Unimog, sage ich mal. Das ist Teil von Fendt. Das ist Teil von uns. Wir haben seit 50 Jahren dieses Blech im Einsatz, weil uns die Vorteile und das, was sich bewährt hat, hier überzeugt haben. Und wir sind nicht übergesprungen, hier auf Glattblech zu setzen, was so auch gang und gäbe ist in unserem Bereich. Aber das Hammerschlagblech wird von unseren Kunden auch mit diesen Vorteilen, was es mit sich bringt, ganz einfach bevorzugt gesucht. Genau, ich zeige mal gerade was ganz Besonderes. Du hast mir erzählt, die Küche hier ist außergewöhnlich. Die Küche und der Wohnbereich, das heißt, die Rundsitzgruppe sind hier ganz speziell. Das ist einer der Grundrisse, der hier aus der Art schlägt. So, fangen wir an. Also hinten habe ich was ganz Besonderes. Ich habe die typische Wohnwagen-Sitzgruppe, die drin ist, die auch ganz wichtig ist, denn es könnte ja mal regnen. Und ich habe gehört, dass Wohnwagenmenschen, also Camper, gerne mal andere Leute einladen. Das ist korrekt. Und dafür ist diese Sitzgruppe natürlich optimal, wenn das Wetter draußen nicht passend ist, dass man hier reingeht. Und da kann ich natürlich mit einigen Leuten als diese Sitzgruppe, die ja fast vollständig geschlossen ist, sitzen.
Das ist gigantisch. Die kann man umbauen zum Bett? Die kann man umbauen zum Bett, hat da natürlich auch nochmal ein riesiges Bett, wo man auch locker zu zweit gut schlafen kann. Das ist so, aber meistens wird ja das Fahrzeug mit 2 Leuten benutzt, denn ich sag mal, das Raumgefühl bei diesem Bett hier, und das ist die Besonderheit, ja, ihr habt nämlich viel Mühe gegeben, damit man sich hier richtig drehen und wenden und tanzen kann. Ich zeige das mal gerade. Thomas, das ist richtig groß, oder? Ja, das ist super. Patricia macht ja das hier klasse vor. Hier sieht man genau das Raumgefühl, das auch durch diese neuartige Küche, die wir haben, im L-Charakter mit dieser Bar zu der Rundsitzgruppe gedreht. Damit habe ich genügend Zulauf zum Bett und habe hier den riesen Vorteil bei diesem französischen Bett, dass ich durch die Fläche, die ich vorne frei habe, auch dem ermögliche, der an der Wand schläft, hier rauszugehen nach der Vorderseite und muss nicht zeitlich über den anderen drüber. Wir schauen uns jetzt gleich mal das Bett mal an. Dann wird sich die Patricia mal kurz drauflümmeln. Aber wenn du mal gerade zu uns kommst und leg dich mal da in die Ecke, dann zeige ich mal so ein kleines Detail. Ihr habt direkt ab Werk gibt es Zusatzkissen, die ich ordern kann. Und da kann ich es mir richtig gemütlich machen, sogar im gleichen Look. Ja, es gibt bei uns das sogenannte Deko-Paket, das umfasst die Kissen und auch den Tischläufer als solches. Bei vielen Baureihen ist das serienmäßig und bei anderen Baureihen kann ich das als Sonderausstattung dazu erwerben, dass das Ganze ein einheitliches Bild gibt. Oh, du kannst dich jetzt hier in die Ecke knallen. Ja, sehr gemütlich. Da vorne kann man dann den Fernseher hinstellen und man hat hier wirklich die Möglichkeit, mit wie viele Personen zu sitzen, also bestimmt schon einige. Ja, also ich denke, dass man hier zu 5 oder zu 6 eigentlich einen schönen Abend verbringen kann und wenn es draußen das Wetter nicht zulässt, hier das Ganze einfach nach innen verlagert. Krass, das Raumgefühl ist richtig gut. Patricia, steh mal auf, geh mal bitte nach hinten, dass man mal sieht, wenn ich jetzt hier sitze, ich werde nicht erschlagen, sondern ich habe einen richtig großen Wohnraum. Es erinnert gar nicht mehr so an Wohnwagen, oder? Das ist korrekt. Also wir befinden uns ja hier nur auf einer Breite von 2,50 Meter eigentlich. Die kommt einem eigentlich fast größer vor, wenn man sich hier jetzt in dieser Sitzgruppe bewegt oder dann auch hier in dem Bereich. Wenn man sieht, man hat noch eine Küche bzw. einen Schrank gegenüber. Das ist ein wahnsinniges Raumgefühl, das hier rüberkommt mit diesem Querschnitt. Patricia hat wieder was gefunden. Ich habe wieder die Abtrennung. Super. Abtrennung gefunden. Ja, da haben wir dann wieder die Trennung des Schlafbereiches zum Wohnbereich hier, wo man natürlich dann je nachdem, wenn der eine noch ein bisschen Fernsehen möchte und der andere sich schon zu Bett geben möchte. Oder ich krieg Besuch und will nicht, dass da einer reinguckt auf mein Bettzeug. Oder so, wenn ich da hinten natürlich dementsprechend das Bett tagsüber als Lager nutze und da einiges drauf liegen habe, kann ich das natürlich auch abschirmen hier. Ja. Also großes Kompliment an die Küchenschränke, denn ihr habt hier etwas gemacht, was wirklich toll ist. Die unteren Schränke sind abgedeckt, das heißt zu. Der ein oder andere, der möchte es ja gern ordentlich haben, dass hier keine Fächer drin sind, sondern alles soll zu sein. Genau, richtig. Hier ist alles komplett verschlossen. Und damit habe ich natürlich auch die Möglichkeit, wenn es offen ist, das Ganze auch während der Fahrt sicher verstaut zu haben. Und ich sehe halt nichts, was alles dahinter ist, wenn es doch ein bisschen voller wird. Ja, diese Kombination, ja, die habe ich ganz selten gesehen. Die gibt es so zu kaufen von, ich sag mal, eurem Partner. Man sieht sie sehr selten. Die Kocher-Spülen-Kombination mit dem Dreiflammkocher, mit dem Gusseisengitterrost, auf dem ich dann die Töpfe stellen kann oder die Pfannen stellen kann. Ich kann das Ganze mit einer getrennten Glasplatte abdecken, kann somit auch einen Teil nutzen, wenn ich da die Kochfläche nicht brauche als Ablagefläche bzw. als Zubereitungsfläche und auch die Spüle sofort integriert. Und das ist alles aus einem Edelstahlteil geformt und von daher aus einem Guss. Ja, toll ist auch hier vorne das Board, wo du gerade drauf bist. Ich zeige mal gerade so ein kleines Detail mit dem Holz. Das sieht aus, als wäre es massiv. Ist sehr gelungen. Ja, es ist ein bisschen abgekantet auch. Massiv ist leider nicht mehr so, wie es früher mal war. Das Gewicht spielt bei uns eine große Rolle und dadurch schaut man natürlich hier und da auch Gewicht zu sparen. Dünnschichtplatten in der Küchentechnik, die sieht man. Also wenn man hier auf die Platte drauf schaut, das sieht aus wie eine Dünnschichtplatte, sehr edel. Ja, das ist auch diese Abrundung nach unten hin geformt und damit sieht es recht dünn aus. Schlank. Ist aber doch dann eine sehr robuste Platte. Ja. Und hier haben wir einen Apothekerauszug für den Bereich, was ich auch hier in diesem Bereich auch nochmal habe. Also da habe ich sogar 2 Möglichkeiten, die hier noch ein bisschen breiter, wo ich alles Mögliche an Utensilien aufbewahren kann, Nudeln oder sonstige Sachen. Also man sieht, die Küche ist auch ein wahres Stauwunder in dem Bereich.
Ja, da vorne ist noch so ein kleines Einstellding. Was kann das? Da kann ich einen Tank ablesen, wie viel Wasser ich noch drin habe. An der Küche direkt. Die Möglichkeit habe ich hier, dass ich das überprüfen kann. Ja. Toll. Also das heißt, alles am richtigen Platz. Und natürlich ganz wichtig, das habt ihr gelernt von euren französischen Versionen. Patricia, geh mal aufs Bett bitte drauf. Sie ist Rundfunkmoderatorin, muss man sagen, studiert Journalismus und ist das erste Mal mit mir unterwegs jetzt seit mittlerweile, ich glaube, im 6. Tag sind wir unterwegs. Und französisches Bett, das ist schon klasse, oder? Das ist richtig, richtig klasse. Aber du hast was vergessen, was ganz wichtig ist bei der Küche, nämlich der Kühlschrank. Die Leute, die fragen nämlich immer in den Kommentaren, habe ich jetzt den Kühlschrank verpasst? Ich zeige den erstmal ganz kurz. Der sieht gar nicht mehr aus. Ich habe ihn nicht gesehen. Der sieht gar nicht mehr aus wie ein Kühlschrank. Ja, stimmt. Also sonst erkennt man den Kühlschrank, weil er schwarz ist. In dem Fall ist er weiß gewählt. Ich denke halt auch wegen den weißen Schränken. Ja. Das ist ja pfiffig. Mach noch mal zu, bitte. Diese Platte, die hier drin liegt, in quasi der gleichen Farbe oder in nahezu der gleichen Farbe wie die Optik, ja. Genau, das ist die gleiche Optik. Damit fällt er nicht auf wie ein Kühlschrank und das hat uns dann wieder bewiesen, dass der Kühlschrank gut in das Gesamtleben mit eingebunden ist und gar nicht so auffällt. Auch hier von beiden Seiten zu öffnen, das heißt, wenn ich jetzt von der anderen Seite komme, dann kann ich hier mein Bierchen rausholen oder mein Rotwein oder einfach nur die Milch. Und Dometic, auch ein extrem reduziertes Design, was also, glaube ich, den Leuten sehr entgegenkommt. Ich nehme an, es ist ein Automatik-Kühlschrank. Er hat eine Displayfunktion da und hier oben wird alles per Display dann angezeigt. So, auch hier kann ich oben das Kühlfach rausnehmen, wenn ich dann den erweitern möchte. Unten habe ich sogar ein Fach, da kann ich das Gemüse frisch halten. Korrekt. Ja, Ihr Gemüseablagefach, das getrennt ist vom anderen Kühlschrank. Die Etageren, also ich denke alles, was man so auch vom heimischen Kühlschrank gewohnt ist, hat ein Volumen von 133 Litern und kann eben noch aufgestockt werden durch die Herausnahme des Gefrierfaches. Ja, man wird ja nicht jünger, er ist auf der richtigen Höhe, oder? Ich denke, er ist auf der richtigen Höhe. Früher war ja die Kühlschränke immer nur unten im Küchenbereich. Wir haben noch den einen oder anderen Grund, da ist das so, weil es halt nicht anders zu lösen gibt. Aber das ist natürlich schon ein bisschen komfortabler, ich muss mich nicht so stark bücken. Wow! Thomas, ihr habt einen Doppeltüren-Kleiderschrank eingebaut. Ich glaube, das ist so der größte, den wir je gesehen haben in so einem kleinen Wohnwagen, oder? Ja, und ich glaube, man sieht das jetzt nicht so richtig, aber das Licht geht dann an, oder? Oben. Genau, das ist ein Kontaktbewegungsmelder, der dann das Licht anmacht. In dem Moment, ich denke, wir haben die Batterien rausgenommen, weil er sonst während der Messe wahrscheinlich dann leer wäre. Der ist autark? Der ist autark, geht mit Batterie, ja. Beziehungsweise im Diamant haben wir sogar einen, der mit Lademöglichkeit ist, mit USB-Stecker, dass man dann an der USB-Steckdose aufladen kann. Ja, viel Platz. Wir sehen viel Platz im ganzen Bereich. Die Oberschränke sind da, der Kleiderschrank ist da mit Kleiderstange und mit Wäschefächern. Also so einen Wohnwagen muss man auch erstmal voll bekommen. Naja, das geht. Das ist kein Problem. Also ich empfehle immer so die Punktetechnik. Wer also jemals gefahren ist, beim ersten Mal nimmt man immer viel zu viel mit. Meistens ist es so, wenn man dann wieder nach Hause kommt, macht man den einen Schrank auf und denkt sich, den habe ich ja gar nicht geöffnet während des Fahrens. Und man nimmt alle Schuhe mit. Also ich habe zum Beispiel hier auf der Messe nur ein einziges T-Shirt dabei, das aber 15 Mal. So, da muss ich nicht groß überlegen. Oft ist ja auch so, wenn man im Sommer unterwegs ist, man zieht ja gar keine langen Hosen an, oder? Korrekt. Aber gut, das kommt halt darauf an, wo die Leute Urlaub machen. Und es sind ja auch welche im skandinavischen Bereich unterwegs, wo es vielleicht nicht ganz so warm ist und die sind dann froh über jede Staumöglichkeit, dass man seine Sachen unterbringen kann. Ja, ihr habt viele Haken auch dran. Ich bin jetzt nicht so der Haken-Fan, aber zum Beispiel Handtücher und so weiter, die kann man dann immer aufhängen. Und ihr habt ein ganz innovatives System entwickelt, das sehr, sehr cleane Optik hat, wenn man das gar nicht haben möchte. Es gibt Zubehörteile, die kann ich einhängen. Es gibt Haken, die kann ich einhängen. Das habe ich schon mal gesehen aus der Wohnmobiltechnik. Ich glaube, da guckt ihr auch ab und zu mal hin, oder? Ja klar, schaut man sich da auch Dinge ab. Die Wohnmobile sind ja noch kompakter dann durch das Führerhaus und da entsteht auch die eine oder andere Idee, die dann bei uns natürlich auch umgesetzt wird. Genauso wie natürlich die Kollegen vom Wohnmobilbau auch bei uns natürlich über die Schultern schauen, aber das ist ganz legitim. Ja, absolut. Ja, das ist mal eine große Nasszelle. Der Wunsch, sich im Wohnwagen zu duschen, der wurde jetzt natürlich 2020 enorm groß. Corona,
Das hat sich jetzt mittlerweile ein bisschen relativiert. Ich meine, die Menschen haben gelernt, mit dem Virus umzugehen. Hier auf der Messe tragen alle Mundschutz. Was mir aufgefallen ist, die Leute haben auch keinen Schnupfen mehr. Das ist ein netter Nebeneffekt, ja. Der Nebeneffekt, den werden wir hoffentlich im Herbst zum Spüren bekommen. Hoffentlich werden dann die Erkältungen weniger werden. Aber das Thema Dusche ist trotzdem ein Thema, gerade in der jetzigen Zeit. Und wir bieten hier ein sogenanntes Schauerpaket an, was man nachrüsten kann, dass man die Nasszelle eben auch als Dusche umfunktionieren kann und nutzen kann. So, einen ganz großen Stauraum habe ich natürlich unterm Bett. Patricia, sei mal so lieb. Ja. Und wir zeigen gleich mal, Patricia ist 1,67 Meter groß, du darfst dich gleich mal kurz aufs Bett fläzen. Ah, guck mal da. Das heißt, ihr habt sogar die dazugehörige Wäsche, wenn ich das will. Das ist die sogenannte Fendt Caravan Schlafwell. Da gibt es das Inlay und auch die Überzüge im passenden Design zum jeweiligen Polster, das man gewählt hat, kann man als Sonderausstattung bei uns dazu erwerben. Und ich kann Ihnen nur sagen, wenn Sie Fendt wirklich lieben, kaufen Sie sich das mal. Denn macht einen riesen Unterschied, wenn man zum Beispiel auf der Bettwäsche, mach mal zu, ein Fendt-Logo hat. Ja, dann schläft sich doch gleich doppelt so schön, oder? Korrekt, ja, das sieht man dann hier am Kopfende des Kopfkissens im Fendt-Logo, im Fendt-Wohnwagen. Ich glaube, da gibt es nur noch die Fendt-Tasse dann, aus der man seinen Kaffee trinkt und dann, falls es mal regnen sollte, den Fendt-Regenschirm. Aber das bieten wir alles an und dann ist der Fendt-Traumurlaub eigentlich perfekt. So, sei so lieb, du stellst dich mal bitte nach rechts. Die Patricia legt sich mal aufs Bett drauf. Ich gehe mal ganz nach hinten, dass man mal das Raumgefühl noch mal sieht hier. Ich fasse es nicht. Es ist die Länge des Aufbaus. Hier ist 5,60 Meter, habe ich in den Innenbereich, was ich nutzen kann, auf 2,50 Meter breit. Krass. Also es ist ein tolles Raumgefühl. Ich glaube, da habt ihr viel gelernt von den französischen Modellen, die ja französische Betten mit drin haben. Das heißt, ich habe hier wirklich eine sehr, sehr schlanke Seitenlinie auf der rechten Seite. Links habe ich es komplett offen. Ich glaube, dass einige, die das am Campingplatz sehen werden, die werden ganz schön neidisch werden, oder? Ja, das ist sicherlich ein Fahrzeug, wenn ich da einige Gäste reinbitte und die merken dann, mit wie viel man eigentlich in diesen Wohnwagen sich gut bewegen kann und auch vernünftig miteinander einen Tag verbringen kann. Die werden schon vor Neid erblassen, beziehungsweise die Besitzer vor Stolz natürlich dementsprechend darüber berichten, ja. Ja, vorne ist noch ein kleines Schubfach, da kann ich dann die Schuhe reinmachen und ja, den Fernseher haben wir schon mal gezeigt. Wir gehen noch mal raus und dann zeige ich Ihnen noch mal gerade die Kosten von dem Wohnwagen, dass Sie wissen, was Sie investieren müssen, wenn Sie diesen Fendt haben möchten. Große Frage, Gewährleistung, wie funktioniert das, Garantie? Wir haben die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren dann und ansonsten gibt es hier die Möglichkeit bei uns noch für 12 Jahre eine Garantie zu bekommen auf den Aufbau der Dichtheitsverbindungen. Und zwar bedeutet das, wenn Sie jedes Jahr zur Dichtigkeitsprüfung gehen, zum Händler, die kostenpflichtig ist und dieses nachweisen können, dann haben wir auf den Aufbau, auf die Dichtigkeit 12 Jahre Garantie. So ist es. Thomas, wir machen noch ein Fahrzeug, dann haben wir, glaube ich, eine ganz tolle Reihe gezeigt. Was kommt jetzt ran? Jetzt gehen wir doch unsere Einsteigerbaureihe zum Saphir. Saphir. Dankeschön.